Heute wird es die Entscheidung geben in der Europa League Ligaphase. Wir spielen zu Hause gegen den LASK aus Österreich mit neuem Innenverteidiger. Der ist straight von Borussia Mönchengladbach hier rüber geflogen nach Münster oder gefahren, ist ja nicht weit und steht heute in der Startelf. Den Hinweis habe ich schon gegeben, Borussia Mönchengladbach, es ist Marvin Friedrich. Marvin Friedrich, 74er Gesamtstärke, 3,5 Millionen hat er dann noch gekostet. Ich habe ja unseren Duarte verkauft. Bin auch noch an dem Innenverteidiger dran, den zu leihen. Luke Chambers vom HSV, den wollte ich im Sommer auch schon haben, der war auf meiner Liste. Aber gut, so sieht's aus. Also, rein geht's gegen den LASK, da ist er, Marvin Friedrich mit der Nummer 3. Das ist also unser neuer Innenverteidiger. Ich habe ja gesagt, ein bisschen Qualität brauche ich. Das Geld hatte ich und von daher bin ich froh, dass wir ihn bekommen haben. Für den Winter oder im Winter, für die Rückrunde. Und jetzt bin ich gespannt, ob er uns die nötige Stabilität gibt. Ist halt auch schon 31, bringt also viel Erfahrung mit. Das kann nie verkehrt sein in so einer blutjungen Mannschaft. Und daher, genau, gehen wir es an heute gegen LASK. Ich hoffe, die sind auf dem 26. Platz. Die brauchen auch noch ein paar Punkte, um sich dann für die Playoffs zu qualifizieren. Aber ich möchte das gerne heute schon sicher machen, unseren Platz in den Playoffs. Und wir sind gut dabei. Alvaro auf Listisch. Der kriegt den Ball nicht ganz so gut mit, weil der wieder in irgendeiner Pfütze drin steht. Aber der erste Schuss, so ein ähnliches Spiel wie gegen Augsburg mit bisschen weniger Spektakel hinten, mehr Spektakel vorne. Da würde ich mir ein zweites Loch im Bauch freuen, wenn wir das hier heute hinkriegen. Ecke, Composo ist da. Wir haben so viel Kopfballstark und immer wieder kommt er dran. Ja, weil die auch nie weiter als an den ersten Pfosten geschlagen bekommen. Die müssen mal ein bisschen weiter, so auf den 11er-Punkt oder mal an den zweiten Pfosten. Ich glaube, da muss ich mir eine andere Taktik überlegen. Ja, LASK, die spielen mit einer Dreierkette. Die spielen 3-4-3. Auch sehr ungewöhnlich, aber gut, warum nicht? Dürfte uns vielleicht entgegenkommen. So gegen Dreierketten oder auch Fünferketten spielen wir ja bekanntermaßen eigentlich sehr gut. Also haben wir zumindest in den letzten Spielen, wo die Gegner so gespielt haben. Aber wir sind ganz stark über unsere linke Seite. Über Jongwa, über Wagner. Das ist Alvaro gut gemacht. Oder mit der Hacke. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Da wäre Wagner, glaube ich, da gewesen oder Listisch. Schade, schade. Und das müssen wir weitermachen. Ins Pressing rein. Wanner holt sich den Ball. Wir sind wach. Das ist sehr gut. Hellwach, das ist immer ein gutes Zeichen. Wanner. Alvaro müsste sich mal in die Mitte begeben. Und nicht da stehen, wo er jetzt steht. Und Paul Wanner wird von Andrade da abgedrängt. Weil die halt auch immer wissen, was wir machen. Ich weiß übrigens nicht, wer da so spielt. Also von den Namen her kenne ich da niemanden. Vielleicht, wenn ich ein bisschen genauer hinschaue. Oh, natürlich setzt er sich da gegen 2 durch. Ey, auch so ganz typisch, dass da keiner von alleine mal auf die Idee kommt, sich den Ball da zu klauen. Der LASK ist da über Havel. Auch wieder zu einfach, ja. Leg dir den Ball noch 10 Meter weit vor, echt. Dann bitte vorbeigehst. So, hat nichts gebracht. Gegenkonter, Chavez. Dieser Ball, ne? Du weißt nie, wann er liegen bleibt, was der jetzt als nächstes macht. Das ist echt ein Spiel mit dem Feuer hier. Wanner, Listisch ist frei. Komm, leg ihn dir einmal zurecht und dann rein damit. Nächster Schuss, nächste Chance. Sind auch immer wieder dieselben Situationen, die wir haben. Atagana kommt mit zurück. TBD macht wieder das gleiche gegen Pose. Der kommt auch wieder nicht hinterher, warum auch immer. Achtung, wird gefährlich, aber Chavez klärt zur Ecke. Ja, die verlegen sich aufs Konter, habe ich das Gefühl. Da hoffen auch, dass aus so einem Eckball hier mal was geschieht. Ich hoffe natürlich nicht. Wenn wir jetzt den Ball gewinnen könnten, oh, wir hätten so viel Platz. Aber natürlich, weil wir es sind, wird das nicht funktionieren. Die können die Hacke Spitze 1, 2, 3 machen. Das bringt absolut nichts. Chavez steht richtig. So, haben wir jetzt noch die Zeit, den Platz umzuschalten. Wanner gegen Ziereis. Leicht und locker vorbei. So, der Ball, der bleibt ab und zu mal liegen. Jetzt muss hier Listisch eigentlich schon längst hinterlaufen. Dann setzt sich doch durch. Aber er macht es halt nicht. Er macht es nicht, weil die Leute es irgendwie immer nicht hinkriegen. Die laufen immer gegen den Gegner gegen. Anstatt auch mal außen rum. Weißt du, genauso die Pässe am Gegner vorbei. Da ist 5 Meter Radius, so viel Platz. Und die spielen immer den Gegner in den Fuß. Ja, steckst du nicht drin. Oh, Alvaro rutscht der durch. Ja, der bleibt aber nicht liegen.
Warum sollte er auch? Ja, spielt halt auch wieder nur hier eine Mannschaft, ne? Also es spielt auch hier nur eine Mannschaft. Das sind wir. Lask weiß gar nicht so richtig, was sie machen sollen. Und die stehen mit ihrer Dreikette sehr, sehr luftig. Aber wir können sich ausnutzen, weil die hinten alle stehen. Die stehen hinten echt alle rum. Oh, warte mal kurz. Wanner, Alvaro. Nee, natürlich ist das... Wäre das auch abseits gewesen. Wanner, da muss er rein. Genau, Alvaro. Nächster Ballverlust. Wir machen wirklich so viel. Es hakt aber wieder nur am letzten Pass. Bis zum Strafraum sieht das auch wirklich alles gut aus. Sehr gefährlich. Aber dann, diese Entscheidungen, die müssen wir einfach besser treffen. So wie hier. Und es ist passiert, endlich. Hat doch lang genug gedauert. 42. Minute. Und Paul Wanner. Das Pressing hat sich gelohnt. Wir hatten den Platz, weil die Dreierkette, ja, auf einmal zu einer Zweierkette wurde, weil halt da wieder einer rausgerückt ist. Und dann ist halt die Lücke da und dann müssen wir es auch nutzen. Egal in welchem Spiel, egal gegen welchen Gegner. Und Wanner macht das so wichtige Tor in Richtung, ja, auf jeden Fall Playoffs, gehe ich mal von aus. Oder sogar direkte Qualifikation fürs Achtelfinale. Dazu müssen wir aber das Spiel gewinnen und auch das nächste und letzte Spiel gegen Galatasaray. Gut, aber warum nicht? Je nachdem, wie es bis dahin aussieht. Ob Istanbul dann auch nochmal muss. Aber auch das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Achtung. Nachspielzeit, erste Halbzeit. Bitte mit einer Führung in die Halbzeit gehen. Das wäre so wichtig. Atagana läuft ja alles zu. Perfekt. Das dauert dem Schiri alles zu lang. Und dann führen wir. Das ist das Wichtigste. Egal wie. Hier geht es nicht um Schönspielerei. Hier geht es einfach darum, die 3 Punkte zu holen. Ja, die können auch so viel Ballbesitz haben. Die haben 0 Schüsse. Also ich bitte dich, 0,0. Erwartete Tore bei uns 1,1. Von daher geht das Spielergebnis in Ordnung. Aber das zweite müssen wir nachlegen. Weil das 1-0 zu verteidigen, das ist hier unmöglich in diesem Spiel. Unmöglich. Das ist nicht machbar. Von daher gehen wir direkt aufs zweite. Würde ich sagen. Geht ihr da mit? Ich würde auch sagen, ihr geht da mit. Rembeck vorne presst immer wieder und dann ergeben sich natürlich auch Lücken, das ist klar, wenn das nicht klappt, das Pressing, dass dann hinter den beiden Sechsern eine Lücke entsteht, das ist auch klar. Na, Pintor, was wirst du machen? Ich habe gedacht, er legt sich den Ball vorbei, aber Wagner setzt nach zum ersten, zum zweiten und jetzt hat er ihn. Und Alvaro nimmt Jonga mit. Und der muss zack vorne rein, der darf gar nicht hier außen stehen bleiben. Aber Alvaro holt sich den, ja, der bietet sich an, sehr gut. Und Wanner, nein, der wäre wieder frei gewesen. Ach, im falschen Moment. Da war es wieder der falsche Moment. Hätte ich sofort gespielt beim ersten Mal, dann wäre Wanner, glaube ich, rangekommen. Aber ich habe halt leider Alvaro zu spät gesehen. So, erster Wechsel, Horvath. Ja, vom Namen her sagt der mir irgendwas. Ich weiß nicht, ob der auch mal in der Bundesliga war. Nächste Chance, Listic. Hat wieder viel Platz, viel Raum. Pintor kommt nicht hinterher, Wanner. Und Alvaro jetzt ja. Oh nein, der muss ankommen. Aber da war wieder irgendwie eine Pfütze wahrscheinlich. Der Ball ist nämlich schon wieder halb liegen geblieben. So, Ball wieder gewonnen. Guck, und da zum Beispiel, da bleibt er nicht liegen. Da kann ich mir dann 10 Meter vorlegen. Und dann plötzlich auf einmal bleibt er random liegen. So, Junge, das gibt's nicht, ey. Die müssen dafür bestraft werden. Das kann doch nicht wahr sein, dass die immer wieder damit durchkommen. Alvaro. Und geklärt. Oh, Friedrich rückt raus. Riskant, aber egal. Ball hat er. Mal ganz kurz hier das Spiel beruhigen. Wobei auch eigentlich nicht. Wir müssen jetzt in dem Flow hier drin bleiben. Wir müssen den Schwung mitnehmen. Müssen aufs zweite gehen. Und Wanner ist doch wieder frei. Da ist er. Wanner. Allein gegen alle. Nein, es steht die Verteidigung natürlich. 1A. Kann es nichts machen. Aber Remberg, ey. Also wir gewinnen jetzt hier wirklich. Das ist jetzt der 10. Zweikampf gefühlt in Folge, den wir hier gewinnen. Sehr, sehr wichtig. Es fehlt das 2-0. Es fehlt das 2-0. Vielleicht jetzt. Listic. Alvaro könnte. Ja, leider abseits. Gut, wäre eh gegen den Pfosten gegangen. Von daher auch kein Grund zur Sorge. So, Elias Havel geht raus. Vielleicht jetzt einen, den ich schon mal gehört habe. George Bello. Nee, sagt mir nichts. Bello, dein Knochen ist weg, oder wie? Ja, das ist auch sehr wenig vom Lask. Also, Gott sei Dank.
Die legen es dann wirklich drauf an, im letzten Spiel sich dann wahrscheinlich für die Playoffs zu qualifizieren. Aber auf Platz 26 wird das da nichts, dann ist man ausgeschieden. So, also auch heute weniger Spektakel, bislang. Nicht viel Tore, egal, das eine Tor, das würde uns reichen. So ein Spiel musst du dann halt auch einfach mal über die Zeit bringen, obwohl das nichts nützt, weil ich glaube, dass sie trotzdem nochmal nach vorne kommen und ihre Chancen haben werden. Usor, ja, wenn die nämlich solche Sachen immer wieder machen. Aber der Ball ist weg. Atagana, so und jetzt Jongwa, hopp. Taibi, der ist doch wohl nicht so schnell wie Jongwa. Nee, um Gottes Willen, und weg. Und jetzt Alvaro oder Wanner, wer will ihn haben? Die Flanke muss nur gut kommen. Wanner, oh, jetzt ist er wieder in den Rücken gespielt. Also Jungs, das ist unfassbar. Was habt ihr bei Flanken? Habt ihr da eine 0 stehen? Also ich meine, die kommen ja überhaupt nicht gut an. Remberg, saubere Grätsche, gerade im Regen, gerade wenn es nass ist, da macht das richtig viel Spaß. Aber was gerade nicht so viel Spaß macht, ist das Spiel. Also wir haben viele Fehlpässe auch wieder drin. Ja, schön und gut, dass wir hier Zweikämpfe gewinnen. Vor allem im Mittelfeld. Atagana darf wieder ran, jawohl. Aber mich nervt es noch mehr, dass wir vorne kein zweites Ding bislang gemacht haben. Da kannst du ja noch 10 Zweikämpfe gewinnen, wenn du dann den Gegner wieder durchlässt. So wie hier. Da muss doch mal die Verteidigung von alleine auf die Idee kommen, da mal hinzugehen. Und die erste Aktion. Nach 82 Minuten. Pfostenschuss. So, und das ist jetzt natürlich ein gefundenes Fressen für den Last. Die sind jetzt nochmal da. Die merken, es geht was. Unsere Verteidigung steht. Ja, und der geht da wieder durch. Und keiner macht was. Hier stehen alle rum. Die machen nichts von alleine. Ehrlich. Da fahre ich jetzt auch mal ein bisschen aus der Haut raus. Das kann doch wohl nicht angehen. Geht doch einfach selber dahin. Verschiebt. Stellt wenigstens die Passwege zu, aber macht irgendwas von alleine. Ey, lass mich nicht immer hier alleine alles machen. Meine Fresse, ey. So, jetzt wechsle ich nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen frischen Wind hier. Rudowski, vorne Alvaro hat er gut gemacht. Ferry rein, hier Hekimoglu. Linke Seite Domenech. Von mir aus, ja, der kann ja nicht spielen, egal, der muss ja jetzt spielen. Und ansonsten bringt es einfach durch. Bringt dieses Ergebnis jetzt nach Hause, egal wie, ey. 1-0, vielleicht machen wir noch ein zweites Tor. Aber bringt das einfach irgendwie nach Hause. Ich flehe euch an. Vielleicht noch ein zweites Tor. Grudowski und Volpi. Nochmal mit einer Parade. Mal eine andere Variante. Die normale Variante scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Jetzt vielleicht Atagana. Das ist eine, ja, Scheißflanke. Ich sag, wie es ist. Scheißflanke. Remberg, sehr gut. Der gewinnt wirklich gefühlt die meisten Zweikämpfe. Da gehören natürlich noch ein paar andere mit dazu, aber gefühlt sehe ich halt nur ihn. Zweikämpfe gewinnen. So, die letzte Aktion. Hekimoglu, jawohl. Und jetzt, spitzer Winkel. Versuchen wir trotzdem. Wird die letzte Aktion. Also Spiel werden wir gewinnen. Ganz, ganz wichtig. Mal gucken jetzt. Vielleicht nach einer Ecke nochmal. Bisschen höher angesetzt. Und Ferry, ja, das ist doch seine Höhe, aber vorbei. Vorbei ist aber auch das Spiel und wir gewinnen mit 1:0. Das ist dieses wichtige, ganz, ganz wichtige letzte Heimspiel gegen den Lask. Ich weiß gar nicht, ob wir gegen Istanbul auswärts spielen. Ich glaube schon. Und das könnten schon die Playoffs sein, auf jeden Fall. Ob es für mehr reicht, werden wir gleich mal sehen. Aber das müsste unter normalen Umständen hoffentlich für die Playoffs reichen. Und was halt auch sehr positiv war, die 0 stand hinten. Kann auch nicht verkehrt sein, gerade in so einer Ligaphase, gerade auch an den letzten beiden Spielen, wenn es um viel geht. Ach du Scheiße. Nächster Gegner, der BVB, die jetzt sich an die Tabellenspitze gespielt haben. Durch die 4 Niederlagen wahrscheinlich. Obwohl, nee, punktgleich. Sind punktgleich mit der Eintracht. Aber dahinter Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg könnte da auch nochmal mit eingreifen. Die Bayern, ja, weiß ich nicht. Wir sind Sechster vor den Bayern. Also Tuchfühlung zur Europa League ist das, ne? Platz 6 ist ja... Ne, Platz 6 war Euroleague. Ist Platz 5 dann noch Champions League. Platz 7... Müsste dann die Conference League sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine sehr enttäuschende Saison bislang für die Bayern, aber die Rückrunde hat ja erst begonnen. Von daher, die können auch nochmal eine Serie starten, 6, 7 Spiele in Folge gewinnen. Hier, das ist Luke Chambers, mit dem verhandle ich halt auch noch. Das wäre halt auch nochmal eine Option für die Innenverteidigung. Aber da wird es wahrscheinlich am Gehalt scheitern. Das Geld habe ich schon in den Transfer von Friedrich reingesteckt. Ich müsste mal gucken, vielleicht reicht es doch noch irgendwo für eine Leihe. Wenn sich noch was ergibt, warum nicht? Ja, wenn ich mich umsehe auf dem Transfermarkt und da ist noch ein Spieler, der mir zusagt für ein halbes Jahr, warum nicht? Aber ich glaube, Vertrag aushandeln, ich glaube, das wird nichts mehr, ne? Hat der Horst ein neues Angebot von Swansea? Ne, von
Randers ist das, glaube ich, ne? Komjenovic genauso, Laie zum Kauf würde ich mal ablehnen. Aber bei Ter Horst, die 2,1 Millionen, ach Gott, wir haben viele Möglichkeiten. Ne, hier habe ich schon abgelehnt. Hier habe ich auch übrigens einen Spielerwechsel versucht. Luis Binks, der hätte auch eine 74, ne, 73 gehabt. Und dann Ter Horst im Tausch, haben sie nicht gemacht. Bern habe ich gar nicht gesehen. Randers FC. Da würde ich jetzt gleich nochmal reingehen. Wie viel? Ich warte nur rechts auf die Nachricht gerade, bis die hochfährt. 2,25, glaube ich, ne? Achso, 2,1 Millionen. Ja gut, da hätte ich zum Verhandeln gehen müssen. Ach, ich Idiot. Naja, also gehen wir kurz rein hier. Die Dortmunder, die letzten 5 Spiele nicht verloren. 3 Siege, 2 Unentschieden. Haben vorne Havertz, der nicht fit ist. Der wird wahrscheinlich auch nicht spielen. Chavez im Mittelfeld. Ja, hat sich nicht viel getan. Immer noch Buckley. Da graut es mir wieder vor. Der Typ aus dem Hinspiel, aus der Hinrunde. Der ist halt einfach mega krass. Also, so ein Spieler hätte ich halt gerne. Aber habe ich zu spät gesehen. So, also gucken wir nochmal auf die Ligatabelle in der Euroleague. Dann schaue ich wie immer auf dem Transfermarkt auch nochmal vorbei. Ob sich da auch nochmal irgendwas ergibt. Vielleicht ist da nochmal irgendeiner, der für ein halbes Jahr sich nochmal neu finden möchte, sich neu entwickeln will, keine Ahnung. Also, wir sind auf dem 8. Platz. Tatsächlich. Also, wir haben es in der eigenen Hand, sogar direkt ins Achtelfinale einzuziehen. Playoffs haben wir sicher. 9 Punkte Twente, wir haben 12. Obwohl, vom Torverhältnis her. Was hat Twente auch? 0. Boah, guck mal, der 24. Wie krass ist das denn? Und der 8. sind nur 3 Punkte auseinander. Da kommt es halt wirklich auf die direkten Duelle an, aber im Normalfall müsste das für die Playoffs reichen. Also da nehmen sich auch viele Mannschaften gegenseitig die Punkte, die halt auch in den Playoffs stehen. Also es reicht auf jeden Fall für die Playoffs. Um direkt weiterzukommen, reicht für uns halt auch ein Sieg. Ein einfacher Sieg gegen Istanbul. Nichts leichter als das. Ja, und alles andere wird man sehen. Also ich gehe nochmal auf den Transfermarkt. Nochmal auf den Transfermarkt. Wie viel Geld haben wir eigentlich noch übrig? Das würde ich jetzt gerne nochmal nachschauen. Vielleicht lohnt sich das auch gar nicht mehr. Ja, ich glaube eher nicht. Ich glaube, auch für 260.000 kriegst du da keinen vernünftigen Spieler mehr geliehen. Soll sich ja auch lohnen, ne? Also, nächstes Spiel in Dortmund. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn es so bitter wird wie im Hinspiel. Aber wir wehren uns mit Haut und Haaren und hoffentlich auch mit euch. Macht's gut. Ciao, ciao.